Glück auf und Howdy aus Fredericksburg in Texas. Fredericksburg in Texas. Ihr fragt ja immer, ja, warst du schon mal in Fredericksburg? Das ist ja wie eine deutsche Stadt hier. Ne? Und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch einfach mit. Heute ist Memorial Day, ist ein bisschen busy hier. Aber wir zeigen euch mal unser Fredericksburg. Ganz viel Spaß bei diesem Video. Viel Spaß. Die 8. Miles in Texas. Der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Fredericksburg befindet sich ungefähr 1 Stunde 30 Minuten von unserem Zuhause entfernt, von Austin in Texas, und ist quasi die Hauptstadt des Hill Country. Dazu mehr in diesem Video. Also wenn ihr hier in Fredericksburg seid, dann seht ihr oft so deutsche Namen, wie zum Beispiel den Ratskeller. Geht man da rein? Nee, da gehst du nicht rein, weil das ist nicht ganz so, wie du dir das vorstellst. Also überhaupt nicht. Das ist nämlich, du gehst hier runter, hier ist die Treppe, da geht's runter. Und es ist sehr, ich sag mal, so Kantine von so einem Laden, der kurz vor Pleite steht. Ja, Pfarrheim irgendwie. Also ganz furchtbar, geht da nicht rein. So, man muss ja auch mal sagen, wenn man nicht irgendwo hingehen soll. Also wir bewahren euch ja auch vor Fehlern. Der Ratskeller ist ein No-Go, aber wir finden schon einen Ort. Der Name Fredericksburg, der leitet sich übrigens von Prinz Friedrich ab. Deutsche Siedler haben diese Stadt hier gegründet und die Deutschen, die sind schon noch präsent hier. So, wir laufen gerade die Main Street entlang, also die Hauptstraße, steht auch Hauptstraße drunter. Und das ist immer so, ihr könnt immer rechts geht ihr hin und links geht ihr zurück. Ist sehr, ich sag mal, wie lange muss man einplanen hier? So ein Stündchen 2, je nachdem, wenn ihr alles ausprobieren wollt, maximal 3 Stunden. Ja, ist ganz nett. Also ich finde, man kann hier sehr gut spazieren. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ein paar Shops hier haben sonntags geschlossen. Also macht euch vorher schlau, was ihr sehen wollt hier. Ansonsten empfiehlt sich immer von samstags bis kurz vor sonntags, aber nicht am Sonntag. Von montags bis samstags. So, und ihr seht ja auch hier, also wir haben gerade gutes Wetter, ist irgendwie so fast 30 Grad, wird noch ein bisschen wärmer heute. Und überall sind so Tische aufgestellt und kleine Bars und Restaurants. Die ganzen Wineries aus dem Hill Country, die haben hier meist so Geschäfte, wo die auch hier Wine-Tasting machen. Das heißt, wenn ihr das mal ein bisschen kompakter haben wollt, dann solltet ihr hier auch mal einkehren. Das Coole an Fredericksburg ist ja, hier gibt es ganz viele Läden, da kann man probieren. Oh ja, wenn du Hunger hast, gehst du direkt am besten in den, wie heißt das, Stock and Barrel rein und kannst hier alles mögliche an Dips probieren, Soßen probieren und auch irgendwelche Kleinigkeiten. Genau, und da gibt es noch einen Spice-Laden, einen Gewürzladen, da gehen wir auch rein. Der hat nämlich heute offen. Aber wir gehen erstmal hier rein und probieren mal ein paar Dips. Der Laden, wo wir hier gerade sind, da müsst ihr auf jeden Fall rein. Das ist schon wirklich cool. Also das ist ein Grundprinzip hier in Fredericksburg. Es gibt überall Free Samples. So, was sie dann machen, die wollen natürlich ihre Barbecue-Soßen verkaufen, ihre Dips verkaufen, ihre Gewürzmischung, ihre Marmeladen oder was es alles so gibt. Und dann stellen die immer so kleine weiße Töpfchen dahin und dann gibt es immer Cracker dabei und dann gibt es immer Brezel dabei oder so kleine Plastiklöffel. Und dann könnt ihr euch da austoben und alles Verrückte mal probieren. Also so von, weiß ich nicht, Bacon-Aioli bis was weiß ich, was das alles so gibt. Das macht auf jeden Fall riesen Spaß und da müsst ihr machen. Für die, die nicht backen können. Fredericksburg ist ja berühmt für die Pfirsiche. Hier gibt es alles mit Pfirsich, alles. Selbst Öl. Ich schwitze ein bisschen. Ja, ist ein bisschen warm heute. Voll schön. Ich habe es so geliebt. Wir hatten die ganze Zeit sehr viel Regen in den letzten Wochen. Deswegen ist jetzt die Sonne umso schöner. Genau, also hier im Hintergrund seht ihr so das typische Stadtbild von Fredericksburg. Es sieht immer ein bisschen alt aus, es ist auch tatsächlich alt. Aber Fredericksburg steigt auf. Es wird ganz viel modernisiert. Es gibt ein neues Hotel, das heißt, wie ist das? Der Albert oder so? Genau, das Albert. Und wir haben mal nachgeguckt, zu Hochzeiten, also heute ist ja Memorial Day, ne? Die Tagespreise für eine Nacht kosten hier um die 600 US-Dollar. Fangen dabei an. Da fangen die an. Also Fredericksburg ist kein billiges Pflaster und ja, na klar, ist es touristisch, ne? Aber es ist auch irgendwie Atmosphäre. Ne? Also wenn ihr Hill Country haben wollt, dann solltet ihr mal nach Fredericksburg kommen. Und ihr vergesst einfach, dass ihr Touristen seid, denn das hier ist eine touristische Stadt. Und darum müsst ihr hier hin und euch das einfach mal angucken. Absolut richtig. Ich liebe es hier. Ich liebe es wirklich. So, jetzt gehen wir zu Rusty Robs. Das ist ein Spice-Laden. Da kann man alles probieren, so wie in dem anderen Laden auch. Aber der ist Level 2, denn hier gibt es eine Abteilung, die ist über 18 Jahre. Das ist ein bisschen Show, weiß ich. Aber das ist sehr spicy, oder? Ja, was ist dein Favorite? Mein Favorite dort ist, wir können nur Chili con Carne ohne
Bohnen probieren. Also wirklich Original Texas Chili und das ist super lecker. Ich mag den Laden echt extrem gern. Ach, und der hat hier, wie heißt es, Peanut Butter mit Banane oder Peanut Butter mit Schokolade. Genau, und der hat sogar Fleischwaren, also Wildschwein, Salami und sowas. Kann man alles probieren. Da hinten in der Ecke sind dann Gewürze. Ja. Und ich nehme euch mit zum Habanero und vielleicht werde ich es überleben und dann geht der Film weiter. Ansonsten schönen Dank fürs Zuschauen. Das ist mein absoluter Favorite hier. Schokolade, Banane und Peanut Butter zusammen. Lecker. So wie Nutella jetzt. Das war, wie heißt der, Rusty Robs, ne? Ja, Rusty Robs. Und ich gehe ja immer ganz gerne hinten dahin, habt ihr ja gesehen, ne? Diese ab 18 Abteilung. Ich finde, da ist auch ein bisschen Show bei, ne? Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? Aber wenn das so extrem scharf ist, ne? Dann kann da auch Mango drin sein oder Pfirsich, das ist einfach völlig egal, weil es brennt dir einfach alles weg im Mund, ne? Aber es ist ein Erlebnis. Und als wir reingegangen sind, kam einer raus. Der hatte irgendwie, ich glaube, der hatte das angefasst in die Augen rein und dann war irgendwie die Mutter ganz mit Wasser und hat das irgendwie das Gesicht abgespült, weil der hat sich, glaube ich, diese unglaubliche Schärfe ins Gesicht geschmiert. Ja, du solltest nicht mit dem Finger in die Augen gehen, wenn du vorher in der Habaneros drin warst. Das ist die Grundregel Nummer 1 hier. Also macht das nicht, seid nicht wie der Junge. Ja, genau. Aber geht da rein und probiert bitte alles. Es ist so lecker, so cool und ich bin jetzt nicht mehr hungrig. Du? Ein bisschen schon, aber was mir ja fehlt, ist auf jeden Fall ein Hut, denn ich habe heute einen Hut vergessen. Und das Gute ist, Allen Boots, also der Laden, der Kultladen, der auch auf der eben jetzt geschossen, aber der Kultladen, der auch auf der South Congress ist, der hat auch jetzt hier in Fredericksburg ein Geschäft aufgemacht, Allen's Boots hier. Und da gehen wir rein und ich bin fest entschlossen, heute kaufe ich mir einen Hut und ihr seid dabei. Weil sonst fragt ihr ja immer, wo kaufst du denn deinen Hut? Normalerweise kaufe ich den nicht bei Allen's Boots, aber heute sind wir hier, ich brauche einen Hut, also gehen wir rein, wir kaufen den André einen Hut. Auf geht's. Allen's Boots ist eine Institution. Da müsst ihr einfach hin, wenn ihr mal hier seid, auch wenn ihr in Austin seid. South Congress Avenue gibt es den Hauptladen. In Fredericksburg hat er neu aufgemacht und das ist einfach sensationell. Die haben eine riesen Auswahl an Boots, an Cowboyhüten und alles, was man so an Gear braucht. Es ist ein bisschen edel und es riecht so nach Leder. Ich mag den Laden. So, und wenn ihr bei Allen's Boots seid, ne, dann gibt es natürlich auch Boots. Das heißt ja Allen's Boots. Hier gibt es ganz viele von den Dingern und das riecht richtig nach Leder hier drin. Das ist schon sehr, sehr cool. Wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt keine Cowboy-Stiefel anhabe, dann liegt das einfach daran, weil ich eingeschränktes Budget habe und vielleicht sind die Cowboy-Stiefel dann beim nächsten Mal dran. Und dann gehe ich wieder hin und nehme euch mit, wie der André Cowboy-Stiefel anprobiert. Das ist aber so unspannend. Ich finde einen Hut viel spannender, ne, oder? Die Dame, die ihr hier seht, die ist die Filialleiterin, aber sie sagte, für Hüte ist sie nicht zuständig. Da hat sie nur 9 Stück von Stiefel, das ist ihr Ding, 37 hat sie. So, und hier in Allen's Boots gibt es natürlich die ganzen bekannten Marken, die ihr auch aus Funk und Fernsehen kennt. Hier haben wir Stetson, ne? Hier haben wir, da hinten ist, keine Ahnung, und ja, ihr seht schon, wir sind nicht die Einzigen, die hier mit Cowboy-Hüten rumlaufen werden. Das ist ja, ihr fragt ihr ja auch immer, ne? Ja, André, tragen die denn wirklich alle Cowboy-Hüte, ne? Ja, tragen die. Ich weiß gar nicht, ob man das Cowboy-Hut hier nennt, sondern das nennt man einfach Hat, ne? So, weil wir sind ja nun mal keine Cowboys, wenn dann sind wir Cowman. Aber die rennen tatsächlich hier alle mit Cowboy-Hüten rum. So, aber wir nennen das Cowboy-Hüte, wir bleiben dabei. Und ich bin gespannt, mein Hut ist jetzt in der Mache und dann gucken wir gleich weiter.
Das erste, was er jetzt gemacht hat, ist, er hat meinen Kopfumfang gemessen, weil ich habe ja so einen super Brain und er misst jetzt den Kopfumfang, hat er gerade gemacht, und dann konnte ich mir verschiedene Styles aussuchen, ja, also je nachdem, wie der Hut geknickt und gefalten wird, gibt es da verschiedene Namen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass der Kettleman-Style jetzt mein Ding ist, und er weiß jetzt, welche Größe ich habe. Er guckt jetzt gleich mal nach und dann customized er mir einen Hut hier. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir auch eine Farbe ausgesucht und ich bin gespannt. Das wird wahrscheinlich der bestangepasste Hut aller Zeiten hier, oder? Ich würde gerne noch mal ein bisschen was erklären zu diesem Hutkauf. Also ihr habt natürlich überall in Texas und in anderen Staaten natürlich auch so Cowboy-Läden, so Western Gear, ne, wo ihr reingehen könnt, wo ihr von Stetson, wo ihr von Resignol oder von Aria so Hüte kaufen könnt. Das ist aber ehrlich gesagt nicht so mein Ding, denn ich hätte gerne einen Hut, der passt, der angepasst ist, und dafür gibt es eigentlich in diesen Läden immer eine sogenannte Headbar. So, und in der Headbar, da ist dann tatsächlich auch der Hutmacher des Ladens, der ist dann da angestellt. In dem Fall ist das Michael, und Michael, der ist nur 21 Jahre alt, jetzt mal ehrlich Leute, sieht der aus wie 21 Jahre, aber der versteht sein Handwerk, und der passt dir den so an, dass er sitzt, wackelt und Luft hat. Es ist ja auch irre, was so alles zu so einem Hut dazugehört. Ne? Also klar, ihr könnt hier auch in den Laden gehen und euch einfach hier einen wegnehmen und den kaufen. Ne? Aber der Spaß ist ja eigentlich der, dass der euch den anpasst. Ne? Und der brennt zum Beispiel Karten ein. Ne? Also wenn ihr da wollt, da gibt es die abgedrehtesten Sachen. Ihr seht ja auch die ganzen Accessoires, die hier sind. Ne? Also ein Hut kaufen ist nicht, ich gehe in den Laden und kaufe mir einen Hut, sondern ein Hut ist was ganz Individuelles. Ja, mega. So cool. Spannend sind ja auch die Geschichten, die der Hutmacher so erzählt. Ne? Also den Hut beim Essen ist ja immer eine Frage, nehme ich den ab, lasse ich den auf? Und die Antwort ist ganz klar, es liegt an euch. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, keiner ist euch böse. So, das Werk ist vollbracht. Er hat mir das customized mit allem drum und dran. Wir haben hier oben ein Ding dran, er hat das hier angefasst. Und jetzt sind wir so weit, dass wir den Hut auch in die Wildnis ausführen müssen. Wir dürfen den Hut in die Wildnis ausführen. Und was liegt da näher, als in eine Winery zu gehen, hier in Fredericksburg. So, jetzt sieht der Papa wieder ordentlich aus. Ja. Der Hut ist gemacht, war doch cool, oder? Jetzt mal ehrlich. Also, weißt du, ihr könnt ja da reingehen und könnt euch auch so ein Resistol oder so ein Ariat oder Stetson einfach holen. Ne? Aber das ist einfach auch ein Erlebnis, sich so einen Hut machen zu lassen, oder? Absolut, war total spannend, mega. Und der Typ, der das da gemacht hat, der war wirklich... der lernt gerade selber einen Hutladen zu machen. Und der ist noch super jung. 21 war der. 21. Das hat man gar nicht gesehen, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich meine, der war erwachsen. Aber der hatte richtig Ahnung. Ne? Ja, also der konnte mir genau sagen, welcher Style, also gibt es ja so verschiedene Knick-Style, habe ich ja erzählt gerade, ne? Das ist der Kettleman-Style hier. Ne? Und also den Hut machen ist eine Wissenschaft für sich, oder? Total. Und du kannst auch nicht jede Farbe zu jedem Shirt tragen, wie dem auch sei. Jetzt haben wir Durst, jetzt müssen wir den Hut hier ausführen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen durch Fredericksburg und dann gehen wir in eine Winery. Und da nehme ich euch natürlich auch mit, oder? Oder lassen wir die zu Hause jetzt? Nee, ihr kommt schön mit. So, entgegen der Gerüchte, die es ja gibt, dass man in den USA auf den Straßen keinen Alkohol trinken kann, was ja auch in den meisten Staaten tatsächlich so ist, ist das hier in Fredericksburg nicht so. Das heißt, die ganze Zeit gibt es hier Bier für die Männer. Und die Frauen können auch Bier trinken. Nicht falsch verstehen, ne? Aber ihr könnt dann ruhig hier mit der Bierkanne in der Hand die Straße entlang laufen. Und jetzt sagt niemand was. Jetzt stehen sogar Schilder da. Ich blende euch das ein. Das ist Tina gerade gefilmt von einem Laden. Der sagte hier, nimm dir ein Bier, kostet auch nichts, ist kostenlos. Ne? Jungs, wenn ihr hier seid, ihr könnt in die Läden gehen. Die haben Biercans kostenlos für euch. Ihr müsst da nichts für bezahlen. Das hat natürlich psychologische Gründe, denn Dann könnt ihr in Ruhe shoppen, weil ihr seid abgelenkt. ist auch total Klischee. Ne? Also wir bedienen hier alle Vorurteile, dass die Frauen ja immer nur shoppen und die Männer nur Bier trinken. Aber ist tatsächlich so. Also wenn ihr in Fredericksburg seid, ihr könnt ruhig mit alkoholischen Getränken, ihr braucht doch keine Braunback oder sowas drum. Einfach hier in die Hand nehmen, Tag genießen, Hauptstraße rauf und runter. Ja. Weiter geht's. Wir sind jetzt hier in einer Ecke von Fredericksburg, wo es ganz viele deutsche Namen gibt. Das ist nicht so unselten hier. Ne? Aber da drüben ist zum Beispiel der Lindenbaum. Das ist ein deutsches Restaurant. Da war ich ehrlich gesagt noch nicht. Da kann ich dir nicht sagen, ob das gut ist oder schlecht. Wo ich aber schon mal war, da gehen wir jetzt hin und das ist... Der Ausländer. Das heißt wirklich der Ausländer. Ja. Da gibt es einen Biergarten und ich finde schon, die geben sich Mühe, deutsch authentisch zu sein. Absolut richtig. Also die kriegen, du kriegst da Schnitzel, Jägerschnitzel. Und die sind gut, die sind wirklich gut. Also Gut ist relativ.
Für deutsche Schnitzel in Amerika sind die wirklich gut. Das ist richtig. Und als wir letztes Mal da waren, da war das irgendwie total gut, weil der war total nett und lieb. Wir hatten aber auch schon mal da ein Mittagessen, wo wir sagen, die casten aber die Kellner sehr gut, denn der hatte echt schlechte Laune. Der war richtig rotzig. Ja, so ist das. Also der aus... So, und bevor gleich wieder einer in den Kommentaren schreibt, ist das nicht die Reichskriegsflagge? Ja, das ist die Reichskriegsflagge. Aber wisst ihr, ich habe es aufgegeben, die Leute hier zu belehren. Ne? Also ich habe mal gesagt, ja, ihr wisst schon, das ist in Deutschland nicht so gern gesehen. So, aber das interessiert die gar nicht, weil das ist einfach für die, ist das eine deutsche Fahne und damit ist auch gut. Ne? Es ist, wie es ist. Wisst ihr, es stört mich nicht. Stört dich das? Schreibt mir in die Kommentare, stört dich das, dass da die Reichskriegsflagge steht? Weil das sind ja Amerikaner, die haben davon gar nichts am Hut. Ne? Das haben die irgendwo mal in so einem Antiquitätenladen gekauft und haben die aufgehangen. So ist das nun mal. Also, nimm das nicht so eng. Alles ist gut. Wir haben trotzdem Spaß. So, und was ja sehr auffällt hier ist, hier gibt es sehr viele deutsche Fahnen. Warte, da. So, sehr viele deutsche Fahnen hier. Und das ist was mir so grundsätzlich aufgefallen ist im Ausland, oder? Oh mein Gott, ich wünschte, Deutschland würde so stolz auf sich sein, wie Frederiksburg auf Deutschland stolz ist. Also die meisten, also wir waren ja gerade in dem Hutladen auch, ne, und die Leiterin vom Dienst, nenne ich sie mal, die hatte natürlich auch deutsche Wurzeln, deutsch-jüdische Wurzeln, ne, wie fast alle hier. Und selbst wenn die keine deutsch-jüdischen Wurzeln haben, dann haben die auf jeden Fall deutsche Wurzeln, sagen die auf jeden Fall immer. Ne? Letztendlich waren die wenigsten in Deutschland schon mal. Ne? Und die finden alle Deutschland richtig, richtig toll. Also die haben immer, oh mein Gott, er kommt aus Deutschland, das finde ich hier super, ich mag Deutschland, ich kenne da jemanden. Oder ach, Deutschland ist wunderschön. Also jeder hier mag Deutschland. Ja, weil die haben so eine romantische Vorstellung von Deutschland im Kopf. Ne? Das ist halt, für die ist das halt historisch und alt, ne? Und das hat halt richtig Geschichte noch. Ne? Und darum mögen die Deutschland ganz gerne. Ne? Und wie endet ein Tag in Frederiksburg im Hill Country? Richtig, in einer Winery. Und wer uns lange folgt, der kennt ja schon unsere Lieblingswinery, das ist die Winery genau, mit die Blake. Blake heißt das Nazorn. Ich meine, wir haben schon oft genug Videos darüber gemacht. Enjoy! Wir trinken jetzt ein Weinchen, wir nehmen euch noch mit und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wir haben es geschafft. Wir trinken hier immer ein Albarino, heißt der Weißwein. Egal, ich erspare euch die Details. Das ist immer ein ganz schöner Ausgang, wenn man hier im Hill Country ist, einfach bei der Winery oder bei irgendeiner anderen Winery vorbeizufahren. Die sind alle immer gut gestylt, das sieht nett aus, die Leute sind nett und man hat einen chilligen Tag hier und ihr könnt den ganzen Tag hier verbringen. Ne? Lasst euch nicht irritieren. Die fragen immer, ob ihr so eine Membership haben wollt. Ne? Macht es nicht. Einfach sagt, wir wollen nur ein Gläschen Wein trinken oder ein Tasting machen, auch immer gut zu empfehlen und dann geht ihr einfach durch. Genau, also das ist gar kein Problem, lasst euch da nicht irritieren. Klar, die wollen natürlich, dass ihr den Wein von denen kauft, ne? Dann kriegst du halt, wenn du so eine Membership hast, kriegst du im Monat immer was geschickt, ne? Vergiss das, ne? Also ihr sagt einfach, ihr wollt ein Gläschen Wein trinken, dann ist das völlig in Ordnung hier. Ja, und dann genießt ihr hier einfach das Hill Country. Die Sonne ist ein bisschen weg, das irritiert uns nicht, denn wir haben ja einen neuen Hut. Und wir haben einen neuen Hut, das muss man nochmal erklären. Wer ist denn wir? Ja, wir bin ich. Cäsar sprach ja auch immer in der dritten Person. Also, uns hat es Spaß gemacht, euch mal mit nach Frederiksburg zu nehmen. Ja, vielleicht schafft ihr es ja auch mal hier hin. Dann denkt ihr hoffentlich an unsere Läden, die wir euch empfohlen haben. Ihr geht da rein und ihr denkt bitte dran, der Spiceladen hat tatsächlich sonntags zu. Das finde ich immer noch ein Highlight. Ja, ne? finde ich auch. Und man sollte sonntags dann nicht hier hinkommen, außer ihr macht hier eine Weintour. Dann geht das, ne, ja, oder? Dann geht das. Also schönen Dank fürs Folgen, schönen Dank fürs Dabeisein. Ihr wisst ja, täglicher Wahnsinn aus Texas gibt es auch auf den anderen Kanälen und natürlich hier auf YouTube. Und die Tina, die hat einen Instagram-Account. Ja, genau, folgt mir. Folgt doch mal der Tina, meine Güte, jetzt, ich muss immer böse werden. Also folgt mal der Tina auf Instagram, die macht ganz guten Content und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann, ciao.